Wir glauben, dass die Zeit ihren natürlichen Lauf nimmt. Für die meisten von uns ist 2030 nur ein weiteres, gewöhnliches Jahr im Kalender. Warum also hat das Time-Magazin, einer der wichtigsten Sprachrohre des globalen Systems, auf seiner offiziellen Website einen Live-Countdown für das Jahr 2030 gestartet? Das ist keine Feier. Es ist der Moment, in dem ihre neue Ordnung in Kraft tritt. Heute werden wir untersuchen, welche Realität uns an dem Tag erwartet, an dem dieser Countdown endet. Eigentlich verbergen sie nichts. Sie wollen nur nicht, dass wir genau hinschauen. Willkommen bei Die Zeitlinie. Wer glaubt, dass 2030 nur eine Verschwörungstheorie ist, sollte noch einmal auf jene dunkle Zeit zurückblicken, als die Kalender das Jahr 2020 anzeigten. Die weltweite Quarantäne, die wir 2020 erlebt haben, war keine rein medizinische Maßnahme. Wie Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, in seinem eigenen Buch deutlich schreibt, handelte es sich um einen globalen Beta-Test für diesen Great Reset. Was geschah damals? Grenzen wurden geschlossen, Menschen wurden in ihren Häusern eingesperrt, der physische Handel wurde eingestellt und Millionen kleiner Unternehmen wurden dauerhaft ausgelöscht. In jenen Tagen postete der ehemalige Twitter-Gründer Jack Dorsey seinen berühmten Tweet: Hyperinflation wird alles verändern, im vollen Wissen, dass das aktuelle System zusammenbrechen würde und wies unmittelbar danach auf das eigentliche Zieljahr hin, 2030, denn sie wussten, dass sie diese Testphase erfolgreich bestanden hatten. Sie haben gemessen, wie schnell die Menschheit bereit ist, im Gegenzug für Sicherheit ihre Freiheiten aufzugeben, während sie in Angst lebte, und das Ergebnis war perfekt. Nun treten wir in die eigentliche Phase ein, in der dieser vorübergehende Test bis zum Jahr 2030 in ein dauerhaftes, fehlerfreies System umgewandelt wird, den wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die Menschen in ihren Häusern einzusperren, war ein psychologischer Schachzug. Um sie jedoch vollständig zu versklaven, muss man ihr Geld kontrollieren. Der große wirtschaftliche Zusammenbruch, den Publikationen wie The Economist seit Jahren in ihren Schlagzeilen andeuten, ist kein Zufall, sondern eine geplante Zerstörung. Wir sehen, wie der US-Dollar und das derzeitige Fiat-Geldsystem zusammenbrechen und die Inflation weltweit absichtlich in die Höhe getrieben wird. Die Renditen von Anleihen fallen unter Null. Warum? Weil sie das derzeitige System durch Hyperinflation so unerträglich machen müssen, dass die Massen regelrecht nach einem neuen Retter flehen. Der Name dieses Retters lautet Central Bank Digital Currency. In der Vision für 2030 werden sie kein Bargeld mehr in der Tasche haben. Der Staat wird ihnen jeden Monat ein bedingungsloses Grundeinkommen überweisen. Klingt verlockend, nicht wahr? Dieses Geld wird jedoch programmierbar sein. Wenn Sie die vom System festgelegte Kohlenstoffquote überschreiten, eine abweichende Meinung äußern oder an einer Demonstration teilnehmen, wird Ihr digitales Portemonnaie innerhalb von Sekunden gesperrt. Wenn Ihr Portemonnaie gesperrt ist, können Sie sich nicht einmal mehr Brot kaufen. Das ist die perfekteste wirtschaftliche Leine, die die Geschichte je gesehen hat. Und diese Leine führt uns zur arrogantesten Phase des Plans für 2030. Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein. Diese Worte stammen nicht von uns. Es handelt sich um die Überschrift eines Artikels, den das Weltwirtschaftsforum auf seinen eigenen offiziellen Kanälen veröffentlicht hat. In der für 2030 entworfenen Welt gehören euch weder euer Haus noch euer Auto, ja nicht einmal eure Kleidung. Alles ist gemietet. Alles, was ihr braucht, wird euch per Drohne an die Haustür geliefert. Wenn ihr nicht zu Hause seid, wird euer Wohnzimmer an Fremde vermietet. Das verkaufen sie uns unter dem Deckmantel von Umweltschutz und Sharing Economy. Das ist die größte Lüge, die uns das System aufzwingt, dass Menschen nicht mehr für Häuser oder Autos bezahlen müssen,
Mag auf den ersten Blick wie eine Utopie erscheinen. Aber stellen wir eine einfache Frage. Wenn sie nichts besitzen, wem gehören dann diese Fahrzeuge, die Häuser, in denen sie leben und diese Drohnen tatsächlich? Natürlich dieser kleinen Handvoll globaler Elite. Ist es ein Widerspruch, dass Technokraten wie Bill Gates zu den größten Landbesitzern Amerikas werden, während ihr enteignet werdet? Keineswegs. Sie werden die modernen Feudalherren sein, die alles besitzen, und wir werden digitale Leibeigene sein, die ein Leben auf Leihbasis führen. Uns zu enteignen reicht für die physische und psychische Kontrolle nicht aus. Sie müssen auch bestimmen, was wir essen. In der Agenda 2030 wird der Verzehr von echtem Fleisch für den Normalbürger fast unmöglich gemacht. Sie werden uns künstliches Fleisch aus 3D-Druckern und Insektenproteine aufzwingen. Glauben Sie, das ist Zufall? Erinnern Sie sich an die berühmte Folge der Simpsons, in der es um einen Kuchen aus dem 3D-Drucker ging? Was uns auf den Bildschirmen als lustige Komödie präsentiert wurde, war in Wirklichkeit eine Vorschau darauf, wie unsere Küchen digitalisiert werden. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Erinnern Sie sich an das dystopische Detail, das Futuristen auf der offiziellen Earth 2050-Karte des Cybersicherheitsriesen Kaspersky vorhergesagt haben. Die Idee, dass Menschen das Sättigungsgefühl künftig nur noch über den Geruchssinn erhalten werden. Sie wollen die physische Nahrungsaufnahme, ja sogar den Vorgang des Kauens, zu einem Luxus machen und die Massen mit einem virtuellen Sättigungsgefühl täuschen. Tun sie das nur wegen des Klimas? Soziologie und Geschichte lehren uns Folgendes: Fleischkonsumierende Gesellschaften sind aggressiver, widerstandsfähiger und schwerer zu kontrollieren. Sie wollen eine fügsame, energielose und passive Masse. Das ist die biologische Sterilisierung der Menschheit. Die Ernährung zu kontrollieren ist nicht der einzige Weg, die Bevölkerungsentwicklung zu steuern. Die beängstigendste Zahl, die Experten für 2030 prognostizieren, lautet: 1 Milliarde Menschen werden vertrieben werden. Das ist fast das 12-fache der derzeitigen Bevölkerung eines Landes wie Deutschland. Man sagt uns, dies liege allein am Klimawandel. Doch 1 Milliarde Menschen verlassen ihre Heimat nicht, nur weil es etwas wärmer wird. Diese Migrationsströme werden gezielt durch künstlich angezettelte Bürgerkriege, Wasserkrisen und wirtschaftliche Zusammenbrüche ausgelöst. Warum? Weil die globale Elite zunächst die Nationalstaaten zerstören muss, um eine einzige Weltregierung zu errichten. Sie untergraben die Demografie und Kultur eines Landes nach und nach, indem sie es zwingen, Millionen von Migranten zu integrieren. Eine Welt, in der Grenzen ihre Bedeutung verlieren und jeder von seinen Wurzeln losgerissen wird, ist die Welt, die am besten dafür geeignet ist, von einer einzigen Zentrale aus regiert zu werden. Wie sollen sie eine so große, von ihren Wurzeln losgelöste Masse kontrollieren, ohne dass es zu Aufständen kommt, indem sie Chinas Sozialkreditsystem in die ganze Welt exportieren? Im Jahr 2030 wird alles um uns herum zu einem Instrument dieses Systems werden. Doch die größte Fessel wird uns an die Augen gelegt. Erinnern wir uns an die beängstigende medizinische Prognose aus Kasperskys Projekt Earth 2050. Im Jahr 2030 wird etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, also rund 5 Milliarden Menschen, an extremer Kurzsichtigkeit leiden. Indem sie uns jahrelang zwingen, auf winzige, unnatürliche Bildschirme zu starren, ruinieren sie absichtlich unsere Augen. Warum? Um uns das Tragen von Smart Lenses aufzuzwingen. Dank dieser Linsen werden sie keine Chance mehr haben, die vom System angezeigten Werbeanzeigen oder politische Propaganda zu überspringen oder zu ignorieren. Wohin sie schauen und was sie fühlen, wird rund um die Uhr überwacht. Dies ist ein digitales Gefängnis, in dem sich der Mensch aus Bequemlichkeit selbst Fesseln anlegt. Nun,
Warum schweigen die Massen, während all diese gigantischen Pläne vor unseren Augen Gestalt annehmen? Die Antwort liegt in den Bildschirmen verborgen, auf die ihr ständig starrt. Die Medien, Nachrichtensendungen, Serien oder Zeitschriften sind keine Unterhaltungs- oder Informationsquelle. Sie sind eine militärische Waffe, die dazu dient, die Massen zu lenken. Die Eliten nutzen diesen von ihnen geschaffenen Medienmonopol, um unsere Gehirne auf das Jahr 2030 zu programmieren. Dies wird als vorausschauende Programmierung bezeichnet. Der von Time Magazin gestartete Countdown bis 2030, die Titelseiten von The Economist zum Thema wirtschaftlicher Zusammenbruch oder die Vorhersagen der Simpsons vor Jahren zu Laborlebensmitteln. Nichts davon ist Zufall oder Prophezeiung. Die Eliten verankern die Schocks, die sie in Zukunft einsetzen werden, zunächst in unserem Unterbewusstsein, indem sie uns auf den Bildschirmen zeigen. Vergessen Sie nicht, wenn Sie eine Lüge oder eine dystopische Situation lange genug im Fernsehen sehen, werden Sie sie nicht hinterfragen, wenn sie im wirklichen Leben an Ihre Tür klopft. Sie haben unseren Geist längst zurückgesetzt, jetzt kommen sie, um die Welt zurückzusetzen. Das Jahr 2030 ist weder eine ferne Zukunft noch ein Science-Fiction-Film. Es ist das endgültige Ergebnis der Tage, die wir gerade erleben, Schritt für Schritt aufgebaut. Der berühmte Countdown des Time-Magazins läuft unaufhaltsam weiter. Während sie ihre Pläne fehlerfrei umsetzen, bleibt nur eine Frage offen. Werden sie wach genug sein, um zu erkennen, was sie verloren haben, wenn sich die Türen dieses digitalen Käfigs hinter ihnen schließen? Es liegt an euch zu sehen, wie tief der Kaninchenbau führt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr möchtet, dass wir die dunkleren Details dieses Great Reset entschlüsseln, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Abonniert die Zeitlinie und aktiviert die Glocke.